Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute geht es wieder an den Geländebau. Nach den Mauern kommt heute ein kleines Wäldchen mit Hütte dran. Die Bauweise ist dabei recht einfach. Schaumpappe, Kaffeerührstäbchen und Leim. Die Bäume kommen aus dem Eisenbahnmodellbau, denn da habe ich noch einiges übrig. Gelände sehe ich auch immer als einen Gebrauchsgegenstand an. Der soll zwar schön sein, aber auch stabil. Es kommt eben auf die Mischung an. Mit dem, was man mit einem Heißdrahtschneider machen kann, wird mein Haus nicht mithalten können, aber mir gefällt's und die Teile sind für jeden Bastler schnell und leicht zu besorgen. Ein Haus fängt man ja bekanntlich von unten an. In dem Fall hier ist unten die Grundkonstruktion. Die besteht aus Schaumpappe, aber auch eine kleine Pappschachtel kann als Grundlage dienen. Mit dem Geodreieck und einer Figur wird die Höhe der Wände bestimmt, denn die Leute sollen in dem Haus ja nicht auf den Knien herumrutschen. Anschließend zeichne ich die Linien für die Wände und schneide sie aus. Die kurzen Seiten sind damit fertig und es geht an die langen. Das funktioniert ganz genauso, deswegen habe ich die Zeit hier mal etwas beschleunigt. Um die Teile zu verbinden, benutze ich Holzleim. Ich klebe eine kleine Stütze an die Seite, damit ist die Verbindung kurze und lange Seite etwas besser und stabiler. Das mache ich mit beiden Seiten. Ist der Leim ausgehärtet, klebe ich 2 Winkel auf die obere Seite, denn die Hütte bekommt ein zu einer Seite hin abgeschrägtes Dach. Das Haus soll aussehen, als würde es aus schweren Holzbalken bestehen. Die müssen jetzt natürlich erstmal hergestellt werden. Die Kaffeerührer waren in Wasser eingelegt, weil so lassen sie sich besser bearbeiten. Die Kanten werden einfach abgekantet, damit sie später wie Holzbalken wirken. Ein kleines Problem gibt es dabei allerdings. Das Holz quillt im Wasser nämlich auf und man muss warten, bis es vollkommen trocken ist, bevor man weitermachen kann. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle noch. Wenn ihr die Stäbchen in Wasser einlegt, dann benutzt dafür ein schlankes Einmachglas und falls ihr sie nicht direkt am nächsten Tag benutzen wollt, kippt noch ein bisschen Reinigungsalkohol oder billigen Schnaps mit rein. Ich sag nur Schimmel. Sind die Stäbchen abgekantet und wieder trocken, geht es an die Balken. Dazu trenne ich an anderen Rührern die runden Enden ab und klebe anschließend die bearbeiteten Stäbchen darauf. Manchmal passen die Teile deswegen nicht ganz zusammen, aber auch dem kann Abhilfe geschaffen werden mit Wäscheklammern. Und das Ganze wiederholt sich, bis man genug Balken hat. Das Unterteil besteht übrigens aus günstigen Stäbchen aus dem Einzelhandel, während die oberen, die eine weit bessere Qualität haben, von meinen Mahlzeiten bei einer gewissen Restaurantkette stammen. Natürlich müssen die Balken noch ein wenig zurechtgeschnitten werden, damit man Fenster und Türen hat. Danach werden sie einer nach dem anderen an die Hütte geklebt. Zum Abschluss heißt es dann, ein Dach soll gedeckt werden. Die Schindeln habe ich wie Jean Pütz in der Hobbythek schon mal vorbereitet. Die werden dann in Einzelarbeit auf ein Dach aus Pappe geklebt. Beim Dachdecken muss man nur darauf achten, dass die Schindeln der überlappenden Reihe die Spalten zwischen den Schindeln der unteren Reihe überdecken. Deswegen sind auch außen und in der Mitte immer mal halbe Schindeln. Und hier jetzt die fertige Hütte. Sie wirkt wie eine Blockhütte, aber leider habe ich bisher keine Methode gefunden, wie ich die ineinandergreifenden Baumstämme an den Ecken darstellen kann. Deswegen hat sie diese Holzpfosten bekommen, das geht auch. Mit dem, was man mit einem Heißdrahtschneider machen kann, kann das Haus hier natürlich nicht mithalten. Aber mir gefällt's und die Teile sind auch für jeden Bastler schnell und leicht zu besorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.